Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die große Pause. Mein Corona-Tagebuch von Bastian Bielendorfer ist ein sehr persönliches und humorvolles Werk, das die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie aus der Perspektive eines bekannten Autors und Komikers schildert. Während des Lockdowns 2020 hat Bielendorfer seinen Alltag, seine Gedanken, Ängste, aber auch die skurrilen Beobachtungen in einem Tagebuch festgehalten. Das Buch zeichnet sich durch einen ehrlichen und gleichzeitig unterhaltsamen Stil aus, der es ermöglicht, die ungewohnte Situation zwischen Homeoffice, Hamsterkäufen und Maskenpflicht mit einer Prise Humor zu betrachten. Bielendorfer bringt nicht nur seine eigenen Erlebnisse ein, sondern reflektiert auch gesellschaftliche Entwicklungen und zeigt, wie die Krise persönliche und kollektive Gewohnheiten verändert. Dadurch spricht das Buch eine breite Leserschaft an. Sowohl diejenigen, die Humor als Überlebensstrategie nutzen, als auch jene, die ehrliche Reflexionen über das Erlebte suchen. Die Mischung aus Alltagssituationen, Selbstironie und gesellschaftlicher Analyse macht dieses Tagebuch zu einem besonderen Zeitdokument. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Entstehung und Motivation des Corona-Tagebuchs. Einer der wichtigsten Aspekte des Buches ist die Motivation hinter dem Corona-Tagebuch selbst. Bastian Bielendorfer war, wie viele andere Menschen auch, von dem plötzlichen Stillstand des öffentlichen Lebens betroffen. Veranstaltungen wurden abgesagt, Begegnungen eingeschränkt, der Alltag stellte sich auf den Kopf. Als Schriftsteller und Comedian nutzte er die Gelegenheit, um das Erlebte täglich zu reflektieren und in Worte zu fassen. Diese Tagebuchform verleiht dem Buch eine besondere Authentizität und ermöglicht es, die Dynamik der Pandemie nahezu in Echtzeit nachzuvollziehen. Bielendorfer nutzt das Schreiben als Ventil. Persönliche Sorgen, Unsicherheiten und Hoffnungen werden nicht versteckt, sondern mit dem Publikum geteilt. Das Ziel ist es, die außergewöhnliche Zeit nicht nur festzuhalten, sondern auch ein Gefühl von Verbundenheit und Mitgefühl zu vermitteln. Wer das Buch liest, erkennt, dass es vielen ähnlich ging und dadurch entsteht Trost und Verständnis über die große Distanz hinweg. Zweitens. Humor als Überlebensstrategie während der Pandemie. Ein zentrales Thema im Buch ist der Umgang mit der Unsicherheit und der Krise durch Humor. Bastian Bielendorfer, bekannt für seinen scharfsinnigen Witz, setzt Humor gezielt ein, um der Tragik der Situation eine entwaffnende Leichtigkeit entgegenzusetzen. In seinem Tagebuch beschreibt er Alltagssituationen wie Hamsterkäufe, virtuelle Familienfeiern oder den Versuch, neben Arbeit und Krisenbewältigung auch noch seinen fortschreitenden Haarwuchs zu bändigen. Die humorvolle Betrachtung dieser Situation macht die schwere Zeit für die Lesenden erträglicher. Humor dient als Ventil, um Stress und Sorgen abzubauen und hilft, einen positiveren Blick auf ungewohnte Einschränkungen und Herausforderungen zu gewinnen. Das Buch zeigt, wie lebensnotwendig es ist, gerade in Krisenzeiten seine Lebensfreude nicht zu verlieren und sich selbst und die Umstände nicht zu ernst zu nehmen. Drittens. Reflexion gesellschaftlicher Veränderungen. Bielendorfer nimmt in seinem Buch nicht nur die eigenen Erfahrungen, sondern auch die Veränderungen in der Gesellschaft in den Blick. Er beschreibt, wie das öffentliche und private Leben durch Kontaktbeschränkungen, Hygienevorschriften und die allgegenwärtige Angst vor Ansteckung beeinflusst wird. Besonders eindrücklich beleuchtet er, wie sich Nachbarschaftshilfe und Solidarität mit Misstrauen und Verschwörungstheorien mischen. Die Pandemie entblößt Schwächen und Stärken unserer Gesellschaft. Bielendorfer gelingt es dabei, die Veränderungen pointiert und kritisch, aber nie verbittert zu kommentieren. Er stellt sich und den Lesenden Fragen: Wie gehen wir mit Unsicherheit um? Welche menschlichen Werte sind in der Krise wichtig? Wann wird Vorsicht zur Isolation? Dadurch lädt das Buch zum Nachdenken ein und hilft, das eigene Verhalten und die gesellschaftlichen Strömungen der Pandemiezeit besser einzuordnen. Viertens. Persönliche Entwicklung während der Pandemie. Die Pandemie war für viele Menschen eine Zeit der Selbstreflexion und der eigenen Weiterentwicklung. So auch für Bastian Bielendorfer.
In Die große Pause schildert er offen, wie er mit Langeweile, Ängsten und der neuartigen Isolation umgegangen ist. Dabei setzt er sich mit seinen eigenen Gewohnheiten auseinander, hinterfragt Prioritäten und entdeckt neue Seiten an sich selbst. Es wird deutlich, wie wichtig es ist, Routinen zu hinterfragen und neue Wege zu suchen, um geistig gesund zu bleiben. Bielendorfer berichtet von seinem Umgang mit Homeoffice, dem Fehlen von Nähe zu Freunden und Familie und seinen Versuchen, weiterhin kreativ und produktiv zu bleiben. Die Lektüre regt dazu an, die eigene Bewältigungsstrategie kritisch zu betrachten und Impulse für die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu gewinnen. Schließlich das Corona-Tagebuch als Zeitdokument. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt des Buches ist seine Funktion als Zeitdokument. Die Einträge spiegeln die jeweiligen Stimmungen, Informationslagen und gesellschaftlichen Debatten wider, die während der ersten Monate der Pandemie vorherrschend waren. Bielendorfer hält wichtige Ereignisse fest, von den ersten Ausgangsbeschränkungen über Versorgungsengpässe bis zu Lockerung und der Frage nach dem neuen Normal. Die tägliche Perspektive lässt die Veränderungen und Unsicherheiten nachvollziehbar werden. Auch die Dynamik zwischen Angst, Hoffnung und Anpassung wird erlebbar. Das Buch bewahrt Erinnerungen an eine außergewöhnliche Zeit, die das Leben von Millionen Menschen geprägt hat. Für zukünftige Generationen und für das eigene Rückblicken bietet das Tagebuch eine wertvolle Quelle, um sich an die Herausforderungen und auch kleinen Freuden der Pandemie zu erinnern. Zusammenfassend: Die große Pause. Mein Corona-Tagebuch von Bastian Bielendorfer ist ein Buch, das in eine außergewöhnliche und herausfordernde Zeit zurückversetzt. Das Werk eignet sich für alle, die diese Phase ihres Lebens noch einmal reflektieren möchten oder sich fragen, wie andere mit dieser Situation umgegangen sind. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Menschen, die in Krisenzeiten Halt im Humor finden, die Freude an authentischer Alltagsbeobachtung haben und die bereit sind, nicht nur zu lachen, sondern auch nachdenklich zu werden. Bielendorfers Stil spricht sowohl Fans seiner Comedy als auch neue Leserinnen und Leser an, die Wert auf ehrliche und menschliche Geschichten legen. Der Kauf dieses Buches lohnt sich im Vergleich zu anderen Pandemie-Tagebüchern, weil es gelingt, emotionale Tiefe und Witz zu verbinden. Es bietet nicht nur individuelle Reflexion, sondern auch gesellschaftliche Einordnung und bleibt dabei stets unterhaltsam. Die Mischung aus Humor, pointierter Beobachtung und persönlicher Erfahrung hebt Die große Pause von anderen Werken ab. Wer das Buch liest, kann für das eigene Leben mitnehmen, dass selbst in schweren Zeiten Zusammenhalt und Humor Kraftquellen sind. Es fördert Verständnis für sich selbst und andere und ermutigt, das große Ganze menschlich zu sehen. Wer auf der Suche nach Trost, Ablenkung, Nachdenklichkeit oder schlicht einem guten Lacher im Pandemiealltag ist, wird dieses Buch schätzen. Wenn Sie unterstützen möchten: Bastian Bielendorfer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.